Der nächste Tag, Sonntag, 26. Februar, führte uns dank der Überredungskunst und Hartnäckigkeit von Herrn Pfarrer Walser ins Wadi Kelt. Von Jerusalem fährt man Richtung Adumim, dann Richtung Male Mikmas nach Norden bis zur Querung des Wadi Kelt. Das Wadi Kelt hat sich tief in die judäischen Berge eingegraben und führt von Bet El nordöstlich von Jerusalem bis in die Ebene von Jericho. Das trockene Flussbett wurde in der Antike als Verbindungsstraße zwischen Jerusalem und Jericho genutzt. Hier ist auch der Ort, an dem sich die Geschichte mit dem barmherzigen Samariter ereignet haben soll. Das Tal hatte schon vor 2000 Jahren den Ruf, sehr unsicher zu sein. Die kleinen Höhlen und Felsvorsprünge längs der Schlucht boten für Räuber und Diebe ein ideales Versteck. So kam es wohl, dass viele Karawanen überfallen wurden. Entlang den Wänden des Wadi hatten die Römer Aquädukte angelegt. Teile der römischen Aquädukte, die die Briten während der Mandatszeit erneuerten, führen bis heute Wasser. Das 25 Kilometer lange Wadi eignet sich wegen seiner Schluchten und seiner abwechslungsreichen Landschaft hervorragend für eine Wanderung. Am Ende liegt das St. Georgskloster. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder, dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle, er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Das Wadi ist eine natürliche Spalte in den Bergen mit hohen, blanken Felswänden, die sich über eine Länge von 45 Kilometer erstreckt. Die schmale und schwierig zu befahrende Straße, die entlang des Wadi verläuft, war früher die Hauptstraße nach Jericho. Jetzt wird sie nur noch von Touristen benutzt, die das Kloster, die Quellen und die alten Wassersysteme besichtigen möchten, welche vermutlich die größten und besterhaltenen im ganzen Land sind. Einsiedler begannen das Wadi ab dem 3. Jahrhundert zu bewohnen. Zuerst lebten sie in Höhlen und unter Felsnischen, ab dem 5. Jahrhundert begannen sie Klöster zu bauen. In dieser Zeit entstanden hier viele Klöster, von denen jedoch nur das des heiligen Georgs bis heute überlebte. Während der persischen Invasion in Palästina wurde auch dieses zerstört und viele seiner Mönche getötet. Schädel und Mumien der Verstorbenen sind im Kloster zu besichtigen. Die meisten der heute vorhandenen Gebäude entstammen der Restaurierung durch die griechisch-orthodoxe Kirche im Jahr 1901. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern, sobald es aber hochgewachsen ist es größer als all die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Eigentlich ist ein Wadi ja ein trockenes Flussbett. Doch vor unserem Urlaubsantritt hat es hier geregnet und so ist ausgerechnet an der interessantesten Stelle kein Weiterkommen mehr. Mit ein wenig Kletterei wäre es vielleicht möglich gewesen, doch hierfür waren wir nicht ausgerüstet. So mussten wir umdrehen, das eigentliche Flusstal verlassen und unseren Weg etwas oberhalb fortsetzen. Seht euch die Lilien an, sie arbeiten nicht und spinnen nicht, doch ich sage euch, selbst Salomo in all seiner Pracht war nicht gekleidet wie eine von ihnen.